kam dann irgendwann der Gedanke für dich auf zu sagen, ich möchte irgendwie mehr schaffen, ich möchte in die NFL oder in die NFL Europa, irgendwie sowas zu der Zeit oder was waren so deine persönlichen Nee, Ziele gar nicht. Für mich sporttechnisch? war wirklich Hamburg Blue Devils, das war wie damals jeder zu dieser Zeit, das blaue Blut ist dann voll in mich eingeschossen und das war für mich wichtig. Da habe ich gesagt, da will ich weiter Gas geben und mich drauf konzentrieren. Ja, Alles andere war für mich erstmal Nebensache. mhm. Oder habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, okay. Ähm, ist natürlich auch eine schöne Einstellung, einfach zu sagen, man ist auch glücklich mit dem, was man hat, ne? Ja, du. Das ist so. Also man muss ja immer dazu sagen, das war ja so, wir haben ja Heimspiele vor 15.000 Leuten gespielt. Da musst du dich natürlich selbst fragen, mehr geht gar nicht. Ja. Also wenn du da irgendwie in diesem Tunnel und die sagen deinen Namen und du läufst da raus, das waren ja so für mich die ersten Eindrücke. Damals habe ich mir die Frage gestellt, wie können denn Fußballer nicht über Motivation oder über mangelnde Motivation sprechen? Ja, ja, Weißt du, das wenn die verstehe so ich. vor 60.000 spielen Ja, und bewegen sich nicht. Weil für mich war das so, jetzt mal auf Deutsch gesagt, da konntest du ja nicht am Arsch kratzen, ohne dass du nicht das Gefühl hattest, dich gucken gerade ein paar tausend Leute an. mhm. Ja, ich Was ja weiß. nicht der Fall war, der keiner auf dich geguckt, aber Mhm. dieses Gefühl hattest du, Ja, ne? Ähm, ständige Beobachtung, ja. ja, ja, genau. Genau. Deswegen hatte ich da gar keine Ambition. Das war schon für mich quasi Top of the Pops, ne? Ja, und dann bist du ja nach deiner erfolgreichen Zeit, sag ich jetzt mal, auch nach den 3 German Bowl-Siegen und den Euro Bowl-Sieg, bist du dann ja auch in die Nationalmannschaft berufen worden, richtig? Ja, das war auch vorher schon so ein bisschen, da waren Kontakte da. Diese ganze Struktur Nationalmannschaft war aber für mich damals irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo das dann wieder so gewesen ist, das war halt für mich schon, wo ich gesagt habe, ey, jetzt ist langsam, geht das Richtung Karriereende. Mhm. Und das habe ich so als Abschluss für mich gesehen, ne? Dass das nochmal eine coole Geschichte ist. Ja. Ja, und so ist das dann gekommen. Wie war denn die Atmosphäre im Nationalteam damals für dich? War das? Du, Nationalteam von den Spielern her und so, das war tipptopp. Am Ende ist das, glaube ich, egal, wenn du da 50 Bekloppte hast. Wo du schon siehst, ich glaube, das ist unabhängig von auf welchem Level du bist, wenn du das Team erstmal hast Ja. und eine gute Mannschaft. Und das ist natürlich eine coole Nummer, irgendwie, wenn aus verschiedenen Mannschaftsteilen Menschen zusammenkommen. Aber die Chemie, die war relativ gut, ohne Frage. Also da habe ich nie irgendwie, ich habe keine schlechte Erinnerung an die Nationalmannschaft. So. Das ist doch schön, wenn man einen positiven Gedanken hat, mit was Ja, abzuschließen, vielleicht ne? hat man auch da nur die richtigen Leute dabei gehabt und aus der Zeit, es waren halt, guck mal, du hast große Schlachten gegen Braunschweig, Köln und so weiter gehabt und auf einmal stehen die alle neben dir und du merkst, die sind ja auch so ganz cool. Ja. So, und Ja. weißt du, man spricht ja die gleiche Sprache und das Ja, bringt ja genau. richtig Spaß, jetzt gegen andere Länder einmal anzutreten. Ne? Ja. Ja, das Das war verstehe ich. also schon, war eine gute Truppe. Ja. Ja, die Mischung aus allen, ne? Also die Genau. Besten der Besten, kann man ja fast so sagen. Oder Ja, zumindest gefühlt. ich bin auch ehrlich, ne? Ich lag auch auf dem Zimmer mit meinem Thailand-Kollegen und da habe ich mir manchmal auch die Frage gestellt, bin ich jetzt hier der Beste überhaupt? Also ist das jetzt richtig, dass ich hier bin? Da gibt es doch vielleicht noch andere oder so, ne? Ich habe das jetzt nie so das Beste der Beste, aber auf jeden Fall mit dem, was man gemacht hat, schien das nicht verkehrt gewesen zu sein, Mhm. dass man sich da dann wiedergefunden hat. Ne? Ja. Und du hast dann ja als, als Spieler deine gewissen Erfolge gehabt und hast dann irgendwie 2006 aufgehört zu spielen. Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Also, Ja, ich will jetzt nicht sagen, der Drops war gelutscht, aber tatsächlich doch. Ich habe ja nach wie vor immer parallel auch weiterhin Basketball gespielt. Und die Einschläge sind dahingehend immer näher gekommen. Von ganz am Anfang habe ich samstags ein Footballspiel gehabt und sonntags ein Basketballturnier. Und bin montags ganz normal zur Arbeit gegangen. ja, Daraus wurde nachher Samstag ein Footballspiel, Sonntag einen halben Tag in der Eiswanne liegen, Montag zur Arbeit fahren. ja, Und weißt du, so wurde das immer okay, schwerer, so das körperlich alles so unter einen Hut zu bekommen. ja, Ne? okay, So, und da habe ich dann gesagt, so jetzt langsam musst du mal drüber nachdenken. Und eigentlich war auch ausschlaggebend für mich, ich habe gemerkt, ich habe über gewisse Dinge nachgedacht. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier so eine Overroute, keine Ahnung noch,
sitzt da hinten Safety, wird er dich tackeln? Das habe ich jahrelang nicht gehabt. Okay. Ich will nicht Angst sagen, aber diese Gedanken, so was ist eigentlich, und das war für mich so, wo ich sage, oh, jetzt musst du aufpassen, weil wenn du hier nicht mehr mit einem freien Kopf antreten kannst, dann ist das vielleicht nicht mehr das Richtige, ne? Ja. Meinst du denn, dass deine Erfolge oder deine Erfahrung im Football oder auch im Basketball dich in deinem späteren Leben irgendwie weitergebracht haben? Und Ja, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Also Sport an sich hat für mich schon immer einen außergewöhnlichen Raum in meinem Leben sozusagen beansprucht. Ich sage jetzt mal, mein Vater, Alkoholiker gewesen. So diese ganzen Probleme, die wir alle zu Hause hatten, jeder ja in seiner, ich sage jetzt mal in seiner Welt, da hat mich hätte ich den Sport nicht gehabt, dann würde ich heute hier nicht so sitzen. Würde ich einfach mal so sagen. Also da hat mich damals im Basketball, dann kam Football dazu, egal was, Sport war für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch nach wie vor auch heute noch, egal was ich für einen Stress habe, ich brauche diesen Sport, ob das nur als Trainer oder selbst noch beim Basketball ist, um irgendwie diesen Ausgleich herzustellen. Also das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz besonderen und ganz, ganz gewichtigen Grund, ja, dieses Ganze. Ne? ja, ein wichtiges Ablassventil irgendwie, was man braucht, einfach als Ja, es war auch immer meine Konstante. Ne? Das war immer so, egal was irgendwie passiert ist, ob das nun zu Hause oder wo auch immer. Beim Sport war das alles uninteressant. Hast du den Kopf frei gehabt, da hast du deine Jungs bei dir gehabt, du hast gespielt, gemacht, gelacht, du hast Quatsch gemacht. Und ich glaube, das hat mir nachher auch auf den Pfad der Tugend sozusagen gehalten. Ne? Ja.